Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 1. April 2025. Erste deutsche Frau im All. Rabea Rogge aus Berlin ist als erste deutsche Frau ins All geflogen. Sie ist mit einer Rakete von Elon Musks Firma SpaceX gestartet. Die Mission dauert 4 Tage und führt über die Polarregionen der Erde. Die Mission ist privat finanziert. Insgesamt sollen 22 wissenschaftliche Experimente gemacht werden. Zum Beispiel wird das Licht am Himmel untersucht. Außerdem sollen zum ersten Mal Röntgenbilder von Menschen im All gemacht werden. Rogge ist keine offizielle Astronautin, sondern nimmt als Wissenschaftlerin an der Reise teil. Baerbock überraschend in Kiew. Außenministerin Annalena Baerbock ist zu einem Abschiedsbesuch in die Ukraine gereist. Sie sagt: Deutschland steht weiter an der Seite der Ukraine, auch mit der nächsten Regierung. Deutschland gibt der Ukraine 130 Millionen Euro für humanitäre Hilfe. Beim NATO-Treffen will Baerbock deutlich machen: Putin täuscht Verhandlungen nur vor, aber er führt den Krieg weiter. Er darf nicht gewinnen. Frankreich. Apple muss Strafe zahlen. Apple muss in Frankreich 150 Millionen Euro Strafe zahlen, weil das Unternehmen laut den Behörden seine Marktmacht unfair genutzt und andere App-Anbieter benachteiligt hat. Vor allem geht es um die Funktion App Tracking Transparency. Damit entscheiden Nutzer, ob Apps ihre Daten sammeln dürfen. Apple verlangt diese Zustimmung nur von anderen, nicht bei eigenen Apps. Deshalb haben kleine Firmen weniger Geld durch Werbung verdient. China entdeckt großes Ölfeld. China hat im südchinesischen Meer ein großes Ölfeld gefunden. Der staatliche Konzern CNOOC schätzt die Menge auf über 100 Millionen Tonnen Öl. Das Feld liegt etwa 170 Kilometer von der Stadt Shenzhen entfernt. Laut Testbohrungen können täglich 413 Barrel Öl und 68.000 Kubikmeter Gas gefördert werden. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören.